schon mal „Ich bin Tim" im falschen Moment gesagt? In Deutschland klingt „Ich heiße Tim" oft natürlicher und sie ist manchmal besser als „du". Heute lernst du 15 einfache Sätze, um dich echt vorzustellen. Im Kurs, im Büro oder auf einer Party und alles auf A1. Genau, und wir zeigen dir, was wirklich klappt, nicht nur Schulbuchsätze. Nach diesen 10 Minuten kannst du dich ruhig und freundlich vorstellen, ohne Stress. Also los, keine Angst vor kleinen Fehlern, die gehören einfach dazu. Hey, schön, dass ihr da seid. Und wer später üben will, die komplette Lektion ist auf Vocabli. So, Julia, fangen wir mit dem Namen an, ja? Ja, Name ist immer zuerst. Also, die ersten 3 Sätze sind super basic, aber wichtig. Hallo, ich heiße, mein Name ist, und ich bin, plus dein Vorname. Alle 3 gehen und klingen freundlich und klar. Genau. Ich sag mal, hallo, ich heiße Tim. Punkt. Oder halt, mein Name ist Tim. Klingt ein bisschen formeller, aber ist auch völlig okay. Und wenn du richtig formell starten willst, kannst du auch sagen, darf ich mich vorstellen? Das ist höflich und kurz. Dann kommt direkt dein Name hinterher, na ja, ganz easy. Nach dem Namen kommt oft, woher du kommst. 2 Sätze sind hier super. Ich komme aus und ich wohne in. Also zum Beispiel, ich komme aus Spanien und ich wohne in Berlin. Klingt rund. Ja, und kleiner Tipp, viele sagen aus Gewohnheit, ich bin aus Spanien. Das versteht man, klar, aber natürlicher ist, ich komme aus Spanien. Das wirkt gleich ein bisschen, korrekter. Dann Sprachen, das hilft immer. Du kannst sagen, ich spreche ein bisschen Deutsch. Oder ich spreche Englisch und Deutsch. Und wenn du unsicher bist, ist ein bisschen echt dein Freund. Alter ist auch oft dabei, aber nur wenn du willst. Einfach, ich bin 30 Jahre alt, nicht ich habe 30 Jahre, das klingt im Deutschen komisch. Also ich bin Jahre alt, fertig. Job oder Studium, das kommt oft als nächstes. 2 Sätze, ich arbeite als und ich studiere. Zum Beispiel, ich arbeite als Koch. Oder ich studiere Informatik. Beides ist kurz und klar. Und wenn du neu in der Stadt oder im Team bist, sag einfach, ich bin neu hier, das nimmt Druck raus. Viele lächeln dann direkt und helfen dir, ist meine Erfahrung. Zum Schluss der ersten Runde, ganz wichtig, das freundliche Ende. Informell, schön, dich kennenzulernen. Formell, freut mich, Sie kennenzulernen. Beides zeigt Respekt und ja, es klingt nett. Lass uns das mal kurz spielen, so wie im Sprachkurs. Ich bin, Anna, du bist Lukas, okay? Nur ganz kurz, damit man hört, wie das fließt. Alles klar, los. Hallo, ich heiße Lukas. Ich komme aus Polen und ich wohne in München. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Schön, dich kennenzulernen. Hallo, ich heiße Anna. Mein Name ist Anna Garcia, aber Anna ist okay. Ich wohne in Berlin, ich studiere Biologie, und ich bin neu hier. Schön, dich kennenzulernen, Lukas. Merkst du, das sind schon viele Bausteine. Und zusammen klingt es wie ein echter Mini-Dialog. Also nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang, passt gut. Kurzer Realtipp noch, Körperhaltung. Ein freundliches Lächeln, ein Blick in die Augen, und je nach Kultur ein kurzer, fester Händedruck. Das gibt sofort Vertrauen, manchmal mehr als die Worte. Voll. Und noch was zu du und sie, weil das nervös macht, ich weiß. In Kursen oder auf Partys ist oft du. Im Büro mit neuen Leuten erstmal sie, bis jemand du anbietet. Ich hab da eine kleine,
peinliche Geschichte. Eine Freundin hat mal bei einer Firmenfeier gesagt, schön, dich kennenzulernen, Herr Müller, alle haben gelacht, aber freundlich. Sie meinte dann sofort, oh, Entschuldigung, ich meine, freut mich, Sie kennenzulernen, und alles war gut. Ja, genau so rettet man das Fehler passieren, und wenn man sie locker korrigiert, ist es sogar sympathisch. Also keine Panik, einfach klarstellen, fertig. Okay, wir haben jetzt schon viele Sätze. Lass mich kurz sammeln, ja? Bisher hatten wir, hallo, ich heiße, mein Name ist, ich bin, ich komme aus, ich wohne in, ich spreche ein bisschen Deutsch, ich bin Jahre alt, ich arbeite als, ich studiere, ich bin neu hier, schön, dich kennenzulernen, freut mich, Sie kennenzulernen, und darf ich mich vorstellen? Das sind 13. Fehlen noch 2 für die 15. Ein Klassiker ist, in meiner Freizeit mache ich gern, das öffnet Smalltalk. Und im formellen Kontext, ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Das ist super im Job. Perfekt. Bevor wir weitermachen, kurzer Check für alle. Mini-Quiz, was bedeutet freut mich, Sie kennenzulernen? Na? Es heißt einfach, nice to meet you, aber eben höflich mit Sie. Für Freunde oder Leute in lockerem Rahmen sagst du lieber, schön, dich kennenzulernen. Beides ist freundlich, nur der Ton ist anders. Gut, dann machen wir noch eine kleine Rolle, diesmal formell, ja? Stell dir vor, erster Tag im Büro. Du triffst deine Chefin. Guten Tag. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Tim Berger. Ich arbeite als Projektmanager und ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Freut mich, Sie kennenzulernen. Und die Chefin sagt dann vielleicht, guten Tag, Herr Berger. Freut mich ebenfalls. Willkommen im Team, siehst du, das ist ruhig, aber herzlich. So fühlt es sich sicher an. Noch ein häufiger Fehler, den viele machen, zu viel direkt übersetzen. Zum Beispiel, ich habe 30 Jahre statt, ich bin 30 Jahre alt. Also, bleib bei den einfachen deutschen Strukturen, das ist echt leichter. Ja, und bei Herkunft bitte auf Artikel achten. Ich komme aus der Türkei, ich komme aus den USA, aber ich komme aus Spanien. Das klingt klein, aber es macht einen großen Unterschied im Ohr. Wenn du unsicher bist, sag einfach nur das Land ohne Artikel, das ist oft okay. Oder du nimmst die Stadt, ich komme aus Rom. Sehr klar, sehr sicher. Noch ein Tipp aus der Praxis, mach 2, 3 Sätze, und dann eine kleine Pause. Der andere redet dann meist auch. Du kannst dann locker fragen, und Sie, oder und du, aber heute bleiben wir beim Vorstellen. Stimmt. Und wenn du Hobbys erwähnst, halt es simpel. In meiner Freizeit mache ich gern Yoga. Oder ich spiele gern Fußball. Das reicht völlig, du musst keine lange Liste machen. Magst du noch mal die 15 Sätze in einer natürlichen Reihenfolge sagen? So wie ein kleines Paket, das man sich merken kann. Nicht zu schnell, Klar, ich probier's langsam. Hallo, ich heiße Tim. Mein Name ist Tim Berger. Ich bin Tim. Ich komme aus Polen. Ich wohne in München. Ich bin 30 Jahre alt. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich arbeite als Projektmanager. Ich studiere nicht mehr. Ich bin neu hier. In meiner Freizeit mache ich gern Yoga. Schön, dich kennenzulernen. Freut mich, Sie kennenzulernen. Darf ich mich vorstellen? Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. So, fertig. Sehr gut, das klingt rund. Und man muss nicht alles sagen, ja? 2, 3 Sätze reichen oft, je nach Situation. Wähle, was passt, und bleib entspannt.
Wichtig ist, dass du natürlich klingst. Also nicht alles runterrattern. Mach kleine Pausen, lächle, atme. Das hilft total gegen Nervosität. Noch ein kurzer Reality-Check. Ich hab mal in einem Meetup jemanden gesehen, der nur geflüstert hat und kaum geschaut hat. Die Worte waren richtig, aber es wirkte unsicher. Ein bisschen Blickkontakt macht wirklich einen Unterschied. Und wenn was schief geht, sprich's einfach an. Sowas wie, oh, Entschuldigung, ich meinte Sie. Oder, sorry, ich bin nervös, ich lerne noch. Viele finden das ehrlich und nett, echt jetzt. Wollen wir noch ein super kurzes Partybeispiel machen? Locker und schnell, ja? Hey, ich bin Tim. Ich wohne in Köln. In meiner Freizeit mache ich gern Musik. Schön, dich kennenzulernen. Kurz, freundlich, fertig. Und dazu vielleicht ein kleines Lachen und ein Na ja, wenn du nervös bist. Das ist völlig menschlich. Wichtig ist, du hast den Kontakt gemacht. Bevor wir zum Ende kommen, eine Frage an euch. Welche 2 Sätze nutzt ihr zuerst, wenn ihr euch vorstellt? Schreibt uns gern eure Kombinationen und wo ihr sie benutzt, Kurs, Büro oder Party. Und hey, probiert's heute einfach mal im Kopf durch. Stell dir eine Person vor und sag laut 3 Sätze. Das gibt direkt ein gutes Gefühl für morgen. Wie versprochen nochmal der warme Hinweis. Die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist kostenlos auf Vocably. Link in der Beschreibung. Da kannst du alles in Ruhe nachsprechen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.